Ja, ich habe mir die neuen Express Colors von Weicho zugelegt. Nach meiner kleinen Vorschau von vor einigen Wochen besitze ich nun endlich alle 23 Farben und schaue nun gleich gemeinsam mit euch, wie sie sich verhalten, wie gut sie decken und wie sie auf unterschiedlichen Grundierungen funktionieren. Als Bonus packe ich dann noch ein gratis PDF mit meinen Bemalergebnissen obendrauf. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Weicho ist ja mittlerweile der 4. Hersteller im Tabletop-Bereich, der auf den Zug der transparenten Farben aufgesprungen ist, die man im Künstlerbereich schon seit Ewigkeiten als Inks kennt. Nach den bekannten Contrast-Farben von Games Workshop schob zunächst Scale 75 ihre Instant Colors nach. Anschließend folgte The Army Painter mit den Speed Paints, wobei diese als bislang einzige das Problem haben, dass sie von nachfolgenden Farbschichten wieder angelöst werden und deutlich längere Trocknungszeiten benötigen. Hinzu kommen nun die Express Colors von Weicho. Aber was genau macht diese neuen Farben aus und lohnt sich die Anschaffung auch für Maler, die bereits andere transparente Farben besitzen? Um es kurz zu machen, meiner Meinung nach ja, und zwar aus mehreren Gründen. Um euch die neuen Farben mal im Einsatz zu zeigen, habe ich einige vormodellierte Bases weiß und einige weitere Bases schwarz grundiert. Die schwarzen habe ich dann mit einem hellgrau und abschließend noch mit einem weiß trocken gebürstet, um damit genau den Untergrund zu erhalten, den man für den Slapshot-Bemalstil benötigt. So könnt ihr nun genau sehen, wie sich die 23 Express-Farben verhalten und vor allem, wie gut sie decken. Zunächst, die Express Colors kommen in neuen und etwas umweltfreundlicheren Dropperflaschen daher. Der Kunststoff ist etwas dünner und transparenter, so dass man den Farbton viel besser einschätzen kann als bei anderen Herstellern. Hinzu kommt eine Art Siegel, das sicherstellt, dass die Farbe vorher nicht benutzt wurde. Eine Agitatorkugel ist übrigens nicht enthalten, die muss man ganz nach Geschmack selbst hineintun. Beim Miniaturikum erhaltet ihr übrigens beim Kauf einer Farbe ein solches Kügelchen gratis dazu. Kräftiges Schütteln vor Gebrauch ist selbstverständlich Pflicht, wobei die Express Colors zum Glück nicht so dickflüssig wie die Contrast-Farben sind, wo sich die Pigmente gerne mal sichtbar absetzen. Einfaches Schütteln von Hand sollte für die Express Colors also ausreichen, egal ob mit oder ohne Agitatorkugel. Die Express-Farben sind angenehm dünnflüssig und man kann sie auf dem Untergrund lange hin und her schieben. Entsprechend trocknen sie auch nicht so schnell an wie die Contrast Colors und neigen daher auch deutlich weniger zur Pfützen- und Fleckenbildung. Die Deckkraft ist gut bis sehr gut, wobei ich die dickflüssigeren Contrast Colors da etwas weiter vorne sehe. Die Auswahl von 23 Farbtönen zum Verkaufsstart fühlt sich im Vergleich zu anderen Herstellern natürlich gering an. Aber ich finde, alle wirklich relevanten Farbtöne sind dabei. Und ähnlich wie bei den Contrast Colors und Speed Paints sind die Express-Farben allesamt kräftig und teils sogar sehr leuchtend und brillant. Gedeckte und erdigere Farben wie in der Instant Colors Palette von Scale 75 sucht man aktuell noch vergebens. In meinem Preview hatte ich ja gesagt, dass die Express Colors matt austrocknen. Das ist, nachdem mir nun alle Farben vorliegen, auch bei den meisten Farbtönen der Fall. Einzig das Storm Blue und das Black Lotus glänzen sichtbar nach dem Durchtrocknen. Hinzu kommen das Plague Green, das Velvet Red, das Gloomy Violet und das Deep Purple, die getrocknet einen leicht seidenmatten Schimmer aufweisen. Warum und wieso und ob da in Zukunft eventuell nachgebessert wird, kann ich leider nicht sagen. Der seidenmatte Schimmer fällt zum Glück kaum auf, der Glanz bei Storm Blue und Black Lotus hingegen schon. Da muss anschließend definitiv Mattlack drauf. Abgesehen von diesem Schönheitsfehler überzeugt auch der Preis der Express Colors. Offiziell kostet ein 18 ml Fläschchen 3,95 €. Der ein oder andere Händler hat die Farben natürlich auch günstiger im Programm oder sogar ein preiswertes Komplettbundle geschnürt. Auch ein passendes Medium zum Verdünnen ist erhältlich, um die besonderen Fließeigenschaften der Express-Farben zu erhalten. Aber für leichtes Verdünnen beim normalen Malen reicht sauberes Leitungswasser meiner Meinung nach völlig aus. Abseits der Kamera habe ich übrigens schon ein wenig mit den Express Colors experimentiert und kann sagen, dass ich mit Deckkraft und Handling der Farben sehr zufrieden bin. Für diesen Burschen hier aus Warhammer Underworlds habe ich die neuen Farben teils wild gemischt, mehrfach übereinander geschichtet und auch mal extrem mit dem Medium verdünnt.
Die Farben funktionierten dabei für mich wunderbar, sodass ich sie in Zukunft definitiv weiterverwenden werde. Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, genau wie die Contrast- und Instant-Farben werden auch die Express Colors von nachfolgenden Farben nicht wieder angelöst. Aus den von mir bemalten Bases habe ich für euch übrigens ein Übersichts-PDF erstellt, das Miniaturikum freundlicherweise in seinen Download-Bereich eingebunden hat. Ihr könnt es dort gratis und sogar ohne Shop-Registrierung herunterladen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für den tollen Support. Und wer möchte, findet einen Klick weiter natürlich auch alle im PDF aufgelisteten Express Colors. Und noch ein letzter Tipp. Wenn ihr viel mit transparenten Farben malt, holt euch eine Box mit solchen modellierten Bases dazu. Grundiert sie dann genauso, wie ihr auch eure Modelle grundiert und tragt dann darauf eure Farben auf. So habt ihr eine optimale Referenz, denn manche von euch verwenden zum Grundieren ja vielleicht eher ein Grau oder einen hellen Sandton, auf denen die transparenten Farben ja ganz anders wirken als wie bei mir auf Weiß bzw. der Slapshot-Grundierung. Was haltet ihr ansonsten von den neuen Express-Farben? Habt ihr schon Eindrücke sammeln können oder malt ihr lieber mit klassischen Acrylfarben? Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!